Hallo und herzlich willkommen zu diesem Warframe-Bildvideo, heute zur Galariak Prime. Die Galariak Prime ist unsere neueste Sense und diese Sense bekommt man als Drop von der Parita Rebellion. Ja, eine Prime-Waffe, die man nicht über Relikte bekommt. Eine Besonderheit und sie ist auch nicht besser als die meisten Prime-Waffen. Sie ist interessant, aber naja, das gucken wir uns gleich an. Die Galariak Prime hat keinen Counterpart, es gibt nur diese Prime-Version. Und ja, es macht natürlich Sinn, dass sie in der Parita Rebellion droppt. Die Parita Rebellion spielt zur Zeit der Orokin-Kriege. Es ist eine Orokin-Waffe. Bedeutet, damals waren die Prime-Waffen die normalen Waffen und unsere Waffen sind ja nur die Kopien der eigentlichen Prime-Waffen. Und dann entdecken wir die durch Baro oder durch was weiß ich wieder und haben dann die besseren Prime-Waffen. Weil unsere neuen Waffen sind eigentlich nur die schlechteren Kopien der alten. Und das ist ja eine aus der Vergangenheit, deswegen macht Sinn. Galariak Prime, Sense. Warum sage ich, ist sie interessant, aber irgendwie auch deutlich schlechter als so manche Prime-Waffe? Nun, das kommt auf ihre passive Fähigkeit hier an. Denn sie klingt sehr, sehr stark. Gucken wir uns das einmal an. Also, was kann die passive Fähigkeit? Ich habe 3 Builds mitgebracht und ja, schauen wir uns an. Hier, einzigartiges Merkmal. Wir erhalten 10% endgültige Crit-Chance für jeden einzigartigen Statuseffekt auf dem Ziel. Sehr interessant. Also im Grunde das, was Zustandsüberladung hier macht, nur mit Crit-Chance. Bei einer Crit-Chance von, ich glaube, Basic haben wir deutlich weniger. Ich gehe mal kurz so. 19% Base-Crit-Chance ist gar nicht mal so schlecht, sollte man meinen. Overall fällt es aber nicht so stark ins Gewicht, muss man dazu auch sagen. Gucken wir uns das mal an. Wir haben hier ein Base-Bild. Wir haben schleichender Fächer als Haltungsmod. Man kann ja aber natürlich, wenn man eine andere Haltung mitnehmen möchte, auch den mähenden Wirbel mitnehmen, muss man halt eine Haltungsformer einbauen oder ein normales Former. Zustandsüberladung für Nahkampfschaden, Blutrauschen, nässende Wunden. Je höher unser Combo-Multiplikator, je höher unsere Crit-Chance, je höher unsere Status-Chance. Dann haben wir galvanisierter Stahl. Hier kann man natürlich auch den normalen Ausweider mit reinnehmen. Galvanisierter Stahl ist ein bisschen besser. Primed Fieberschlag für Giftschaden in Kombination mit Voltagischer Schlag für Korrosionsschaden, Primed Reichweite für Reichweite und Berserkerraserei für entsprechend Nahkampfangriffsgeschwindigkeit. Da kann man natürlich auch dann sowas wie Primed Raserei machen, wenn man schon direkt schneller starten möchte. Man muss keine Primed Mods benutzen, man kann auch die normalen benutzen. Wenn man Blutrausch nicht hat, dann benutzt man hier, wo haben wir ihn? Den nicht Gladiator Macht, gehärteten Stahl, beziehungsweise den opfernden Stahl. Den hier. Dann hat man auch genügend Crit-Chance. Gut. Riven Dispo ist nicht besonders gut. Wir schauen uns das einmal kurz an. Wir benutzen Nahkampfduplikat, denn diese Waffe ist darauf ausgebaut, jetzt erstmal Yellow Crits zu machen. Wir werden ein paar Orange Crits haben. Das sind Eximus-Einheiten. Mit denen lege ich mich hier jetzt nicht direkt an. Einen Moment. Das ändern wir einmal. 185er Heavy Gunner natürlich, wie immer. Ich glaube, wir haben gerade keinen Arkanhieb eingebaut, würde ich aber bei der Waffe durchaus empfehlen. Wieso sind das schon wieder Eximus-Einheiten? Entschuldigung. Natürlich hier auch nicht pausiert. Drück immer auf den falschen. Nicht pausiert. Mann, liegt hier eine Menge rum. Damit wir keinen Stealth-Bonus haben. Und ihr seht schon, wir haben nicht die stärkste Angriffsgeschwindigkeit. Wir brauchen erstmal ein paar Kills, damit wir unsere galvanisierten Mods triggern und damit wir auch die Berserker-Raserei triggern. Und wir starten hier sehr langsam. Nicht so geil. Auch ein Grund, warum ich hier gerade Wisp mit dabei habe. Denn sie kann uns theoretisch beschleunigen. Okay, jetzt haben wir den ersten Kill. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das ist schon mal was. Zweiter Kill müsste eigentlich langsam mal kommen, bevor die Berserker-Raserei wieder ausläuft. Bitte. Ja, ihr seht das Problem, was ich mit dieser Waffe habe. Also so ein Base-Bild funktioniert nicht gut mit ihr. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen upgraden. Okay, jetzt haben wir ein paar Kills gemacht. Jetzt haben wir unsere maximale Angriffsgeschwindigkeit. Jetzt funktioniert es besser. Jetzt funktioniert es besser, aber immer noch nicht perfekt. Und das war so mein anfängliches Problem mit dieser Waffe. Die können wir jetzt erstmal wieder ignorieren, denn die kriegen wir eh nicht alle down.
Will euch auch nicht hier die Zeit klauen. Nein, es gibt eine Option, die man hier sehr gut spielen kann. Und ich denke, das ist auch der Way to go, wenn man diese Waffe unbedingt spielen will. Man nimmt einen Begleiter mit und in diesem Fall würde ich einen Diriga empfehlen. Diriga zusammen mit dem Salvenlaser kann sehr viele Statuseffekte auf dem Gegner drauf machen. Ihr seht, wir machen hier Strahlung, Durchschlag, Virus, Magnetismus, Einschlag, Schnitt und Hitze. Plus unseren Korrosionsschaden von der Waffe selber. Mein Diriga-Bild sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier eine Bogenspule. Wir haben hier Primed Erneuerung, vielfältige Bindung, Kühlmittelleck, kalkulierter Schuss, Vakuum, kalkulierte Umlenkung, zähe Bindung, ansteckende Bindung und Beschützer. Und beim Salvenlaser haben wir hier, beziehungsweise Salvenlaser Prime, beschleunigtes Isotop, magnetische Macht, Pistolenpestilenz, Erfrierung, damit wir Virus drauf haben. Prime, cleverer Schachzug, Schmoren, sicherer Schuss, Statuschance, untödlicher Schweif für Feuerrad und Mehrfachschuss. Okay. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt noch einmal an, mit einem Diriga ausgerüstet. Sobald ich aus dem Menü raus darf. Hat der Server gerade nicht reagiert, aber wir können jetzt wieder spawnen. Und mit dem Diriga hier bei uns, Diriga, mach mal dein Zeug. Ihr seht, sehr viele Statuseffekte auf den Gegner drauf. Kann unsere Crit-Chance enorm erhöhen. Und jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Das Problem hierbei ist, wir machen jetzt nicht mehr so viele Yellow Crits. Das heißt, man könnte hier auf einen anderen Arcana wechseln. Weil wir ja jetzt deutlich mehr Statuseffekte auf den Gegner drauf haben. Aber ihr seht, das Ergebnis ist deutlich, deutlich besser, wenn wir viele, viele Statuseffekte durch unseren Begleiter auf den Gegner draufpacken können. Und dazu eignet sich Diriga sehr, sehr gut. Also Diriga wäre da der Way to go. Wenn ihr hier Diriga mitnehmt, würde ich statt Duplikat sowas nehmen wie Aufdeckung, wenn ihr Fähigkeiten einsetzt. Ihr könnt, ja, theoretisch auch kühner Nahkampf ein bisschen mehr Crit-Damage reinnehmen. Nahkampf leiden, Vergeltung, wenn ihr mehr Schilde habt auf dem Warframe. Ist alles eine Option. Oder sowas wie Schlingern, auch das ist hier deutlich interessant, denn so kriegen wir auch noch Kälte auf den Gegner drauf. Und ja, nochmal mehr Nahkampfschaden, zweifache Nahkampfschaden bei gefrorenen Gegnern. Ist nicht schlecht. Ist aber auch ein neuer Arcana. Gut, wir haben noch einen weiteren Bild, natürlich. Einfluss kann man auch hier drauf spielen. Mit Arcana Einfluss nehmen wir hier Zustandsüberladung, Blutrausch, galvanisierter Stahl. Diesmal ein Bane-Mod, weil der funktioniert sehr gut mit dem Nahkampf Arcana Einfluss. Nässende Wunden, Primed Raserei statt Berserker-Raserei, damit wir schneller starten. Primed Reichweite, Voltage Schlag, damit wir Elektroschaden machen. Ihr seht, wir machen nichts wirklich anderes hier außer Elektroschaden, damit wir den Nahkampf Einfluss triggern. Deswegen auch hier nehmen wir den Diriga mit. Gucken wir uns auch einmal an. Wir gehen hier deutlich schneller, was den Attack Speed angeht. Aber ihr habt jetzt schon gesehen, Einfluss hat gerade alle von denen platt gemacht. Ist nun mal einer der stärksten Arcana, die wir überhaupt derzeit im Spiel haben. Ihr seht, wie die Statuseffekte gespreadet werden und gerade auch durch den Diriga, der macht das Ganze enorm stark. So. Dann haben wir natürlich noch einen dritten Bild und da müssen wir uns das mit Wisp oder jeden anderen eigentlich angucken. Ein Trooper-Bild. Trooper bedeutet, wir haben auf unseren Warframe die Fähigkeit Schock. Das ist Volts Fähigkeit, die kann man über das Helmet-System auf jeden Warframe packen. Schock können wir aufladen und dann kriegen wir für eine gewisse Zeit, in diesem Fall hier bei diesem Bild 90 Sekunden knapp, extra Elektroschaden auf unsere Waffe. Und auch für alle Verbündeten, die in der Nähe sind. Dazu müssen wir das Augment Shock Trooper verwenden. Das lässt uns nämlich diesen Bonus-Elektroschaden auf unsere Waffe drauf machen. Und das gucken wir uns auch einmal an. Dazu gibt es ein eigenes Bild natürlich, denn durch diese Schocktruppe, durch den Schock, haben wir Elektroschaden auf unserer Waffe direkt drauf. Das heißt, wir brauchen keinen Voltagenschlag mehr. Und das Trooper-Bild würde dann folgendermaßen bei mir aussehen. Wir benutzen Zustandsüberladung, Blutrausch, galvanisierter Stahl, auch hier wieder Primed Binding der Orokin und natürlich Nahkampfeinfluss. Nässende Wunden, magnetischer Rausch für Angriffsgeschwindigkeit. Man kann hier natürlich auch die normale Angriffsgeschwindigkeit mit reinnehmen, wie Primed Raserei oder Berserker-Raserei. Habe ich hier jetzt nur nicht den Platz für Primed Raserei und ich wollte Berserker-Raserei hier nicht unbedingt verwenden. Und da ich hier bei einem Trooper-Bild davon im Moment ausgehe, zumindest bei mir ist es so, eine Wisp zu spielen, einen Gauss zu spielen, einen Volt zu spielen, der uns Attack Speed gibt, ist das nicht ganz so wichtig. Der magnetische Rausch ist nochmal schön gegen Eximus-Einheiten, denn Magnetismus-Schaden hilft gegen Überschilde. Primed Reichweite und diesmal der galvanisierte Elementalist, der gibt uns mehr Statusschaden und
pro Nahkampfkill kriegen wir auch noch mal mehr Statuschance auf die Waffe hier. Das heißt, wir machen mehr Schnittschaden, wir machen mehr Elektroschaden und wir machen halt auch mehr Gift, Explosion, Gas, was wir sonst noch so haben. Gut, auch das gucken wir uns einmal an, ist jetzt natürlich deutlich stärker. Wir sind jetzt gebufft durch einen Begleiter und durch eine Warframe-Fähigkeit, indem wir hier den Schock aktivieren. Starten jetzt erstmal ein bisschen langsamer. Aber ihr seht, ja, das ging nochmal schneller. Jetzt können wir auch die Eximus-Einheiten spawnen. Brauchen wir nicht mehr die 20 normalen. Und können hier auch die Eximus-Einheiten. Wir sind nur bei einem dreifachen Multiplikator im Moment. Und ihr seht jetzt schon, ja, der haut rein. Das Problem hierbei ist, die Galariak ist nicht die einzige Waffe, auf die man das anwenden kann. Das kann man auf praktisch jede halbwegs gute Waffe anwenden. Deswegen, ja, die Galariak an sich klingt stärker, als sie ist durch ihre Passiv, aber im Endeffekt, ja, man kann sie spielen, man muss sie nicht spielen, es gibt Besseres. Gut, wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.